Lena schrie nicht, als die Tür mit einem Knall zufiel. Sie stand einfach nur da, die Augen weit geöffnet, in der kalten Stille des Flurs. Ihre Wange brannte noch von der Ohrfeige, und der metallische Geschmack von Blut in ihrem Mund sagte ihr, dass der Ring auf seinem Finger wieder ihre Lippe erwischt hatte. »Komm nicht zurück, bis du etwas Nützliches verdient hast«, hatte ihr Stiefvater geknurrt. »Du denkst, du bist besser als ich? Gut. Dann soll dir die Welt zeigen, was du wirklich wert bist.« Die Schlüssel klirrten hinter der Tür. Abgeschlossen. Kein Mantel, kein Handy. Nur der Umschlag, den er ihr vor die Füße geworfen hatte. Ein Zugticket, eine Adresse und ein billig aussehender Flyer für den Club Aurora in der Stadt. Es regnete. Natürlich regnete es. Lena war 23 Jahre alt und zum zweiten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich völlig allein. Das erste Mal war auf der Beerdigung ihrer Mutter gewesen. Der Zug in die Stadt war überfüllt, aber Lena saß regungslos da, hielt den Umschlag wie das letzte Stück Würde fest. Niemand sah sie an. So war es immer gewesen. Im Dorf hatten die Leute über ihre Familie getuschelt. Ihre Mutter war jung gestorben. Ihr Bruder war vor Jahren abgehauen. Ihr Stiefvater hatte alles versoffen, auch ihre Zukunft. Sie nannten sie das Mädchen aus dem kaputten Haus. Die Lichter der Stadt kamen näher, verschwommen vom Regen. Sie weinte nicht. Das hatte sie seit Jahren nicht mehr getan. Aber in ihr drin zerbrach etwas. Der Nachtclub war laut, rot und voller Rauch. Madame Petra fragte nicht nach ihrem Ausweis. Sie musterte Lena nur mit kalten Augen und drückte ihr ein kurzes rotes Kleid in die Hand. »Du servierst Getränke. Sieh gut aus. Lächle, wenn sie Trinkgeld geben.« »Kein Ärger. Dann bleibst du vielleicht länger als die anderen.« Lena zog sich hinter einem dünnen Vorhang um. Ihre Hände zitterten. Sie sah in den Spiegel. Blass. Augen, die zu müde für ihr Alter wirkten. Sie sah nicht verführerisch aus. Sie sah verängstigt aus. Aber sie trat trotzdem auf die Tanzfläche, weil sie keinen anderen Ort hatte, an den sie gehen konnte. Um 2:34 Uhr, während sie Erbrochenes vom Tisch wischte, vibrierte Lenas Handy in ihrer Schürze. Kein Empfang im Club. Und doch erschien eine Nachricht. »Du wurdest ausgewählt. Projekt Hera.« Ihre Stirn runzelte sich. Sie tippte darauf. »Du hast eine Chance, dein Schicksal zu ändern. Nimmst du die Mission an?« Es ergab keinen Sinn. Sie starrte auf das Display. Dann kam die nächste Nachricht. »Zielperson Lukas Benedikt, CEO Frankfurt. Emotional verschlossen, muss sich in dich verlieben. Belohnung: ein Neuanfang.« Sie lachte bitter. Wahrscheinlich irgendein Betrug. Doch dann vibrierte das Handy heftiger und sie las: »Wir wissen, dass du raus willst. Das ist dein Weg.« Sie stand wie versteinert, umgeben von lärmenden Männern und billigem Parfüm. In ihrer Brust begann ihr Herz zu flüstern, was ihr Stolz nicht zugeben wollte. »Ja, ich will raus.« Sie tippte auf Annehmen. 3 Wochen später stand Lena in einer geliehenen Bluse an der Rezeption von Benedikt Innovations. Das Geschäftsviertel fühlte sich an wie ein anderer Planet. Kaltes Glas, perfektes Lächeln, Geld, überall. Sie hätte nie hier sein dürfen. Aber irgendwie hatte Projekt Hera es möglich gemacht. Ihr gefälschter Lebenslauf. Das Sofortinterview. Der Probevertrag. Sie war als Verwaltungsassistentin eingestellt worden. Niedrig genug, um unsichtbar zu sein, nah genug, um ihn zu beobachten. Lukas Benedikt. Der Mann, von dem die App behauptete, er sei ihre Rettung. Er betrat das Büro um Punkt 7:02 Uhr. Jeden Tag. Kein Lächeln, kein Gruß. Nur ein scharfes Nicken, ein harter Blick und Schweigen. Doch am 3. Morgen blieb er stehen. »Du bist neu.« »Ja, Herr Benedikt. Ich heiße Lena.« Er starrte einen Moment zu lange. Seine Augen verengten sich, nicht vor Wut. Erkenntnis, Schmerz. »Du siehst aus wie jemand, den ich kannte.« »Das höre ich oft«, flüsterte Lena. Er blinzelte, und der Moment war vorbei. Neumann-Akte. Sofort. Sie brachte sie in 42 Sekunden.
Sie hatte es geübt. Jeden Tag beobachtete sie ihn. Nicht aus romantischem Interesse, nicht am Anfang. Sie sah, wie er Blickkontakt mied, wie seine Hände zitterten, wenn er an alten Fotos im Flur vorbeiging, wie er nie länger als bis 18 Uhr blieb, selbst wenn das Unternehmen brannte. Sie hörte das Flüstern. Seine Verlobte. Vor 2 Jahren gestorben. Autounfall. Niemand sprach darüber, aber jeder erinnerte sich. Und als er eines Abends an ihrem Schreibtisch vorbeiging und leise sagte, »Du bist nicht wie die anderen«, hätte sie fast nicht geantwortet. Aber ihre Stimme kam, sanft und ehrlich. Ich versuche auch nicht, es zu sein. In dieser Nacht weinte sie, allein in ihrer kleinen Wohnung. Nicht wegen dem, was er gesagt hatte, sondern weil es das erste Mal seit Jahren war, dass jemand sie gesehen hatte. Wirklich gesehen. Aber nicht jeder wollte sie dort. Bei einem Firmendinner traf sie Sophie Benedikt, Lukas ältere Schwester, Leiterin der Personalabteilung. Elegant, scharf wie Glas. Sophie musterte Lena von oben bis unten und lächelte kühl. Hübsch, still. Vom Dorf? Ja, dachte ich mir. Das war das ganze Gespräch. Am nächsten Morgen lag ein Umschlag auf Lenas Schreibtisch. Kein Name, nur ein Foto. Sie, im roten Kleid, Getränke servierend im Club Aurora. Sie aß an diesem Tag nichts. Stattdessen saß sie im Putzraum, die Knie an die Brust gezogen, zitternd. Die App vibrierte erneut. Warnung, Lukas' Vertrauen ist in Gefahr. Handle sofort. Ihre Finger zitterten über dem Bildschirm. Einen Moment lang wollte sie alles abbrechen. Aber dann dachte sie an ihren Stiefvater, den Club, die Beerdigung, die leeren Betten zu Hause. Niemand hatte je für sie gekämpft, aber vielleicht konnte sie für sich selbst kämpfen. Sie richtete ihre Bluse, ging zurück an ihren Schreibtisch und wartete, denn morgen war ein neuer Tag. Und Lukas Benedikt hatte bereits angefangen, sie anders anzusehen. Lena fragte nie, warum er begann, sie zur Straßenbahn zu begleiten. Es geschah 2 Wochen nach dem Foto. Sie hatte mit einer kalten Besprechung gerechnet, vielleicht sogar mit ihrer Kündigung. Aber Lukas entließ sie nicht. Er rief sie einfach ins Büro und bat sie, länger zu bleiben, um eine Präsentation für einen neuen Investor vorzubereiten. Als die Lichter im Büro gedimmt waren und alle gegangen waren, druckte sie seine Notizen aus und legte sie ordentlich auf die Kante seines Schreibtischs. Sie wollte sich leise entfernen, doch er stand schon an der Tür. »Wo wohnst du?« fragte er. »Außerhalb des Innenrings«, sagte sie leise. »Nähe der alten Textilfabrik.« »Das ist weit«, murmelte er. Dann griff er nach seinem Mantel. »Ich begleite dich zur Station.« Und das tat er. Jeden Tag danach lief er ein Stück mit ihr mit. Manchmal redeten sie, manchmal nicht. Aber sie bemerkte etwas. Lukas ging nie nah an Menschen vorbei. Er berührte niemanden. Doch bei ihr streifte seine Hand manchmal ihre. Einmal, als sie auf unebenem Pflaster stolperte, fing er ihren Ellbogen, ließ ihn aber viel zu schnell wieder los. Als hätte sie ihn verbrannt. Im Büro begannen die Leute zu tuscheln, und Sophie bemerkte es ebenfalls. Sie rief Lena an einem Freitag in ihr Büro. »Ich habe die Aufnahmen gesehen«, sagte Sophie und klickte mit ihrem Kugelschreiber. »Ich weiß, was du bist.« Lena zuckte nicht. »Warum haben Sie mich dann herbestellt?« Sophie verschränkte die Hände. »Weil mein Bruder nicht klar denkt. Und ich wissen will, wie hoch dein Preis ist.« Lenas Herz klopfte. »Mein Preis?« »Ja, was kostet es, dich zum Gehen zu bewegen?« Lena schluckte. »Sie denken, das hier geht nur ums Geld?« »Tut es das nicht immer, bei Mädchen wie dir?« Lena stand auf. Ihre Stimme war ruhig. »Sie haben recht. Ich kam mit nichts hierher, aber so werde ich nicht wieder gehen.« Sophie lächelte dünn. »Du wirst nicht lange bleiben.« »Das werden wir sehen.« An diesem Abend rief Lukas sie in sein Büro. Er blickte auf ein gerahmtes Foto. Eine Frau? Braunes Haar? Ein sanftes Lächeln. »Meine Verlobte«, sagte er, ohne sich umzudrehen. Lena schwieg.
Sie starb vor 2 Jahren. Alle sagen, ich soll loslassen. Aber ich sehe sie immer noch. Überall. Er drehte sich endlich zu Lena. Und zum ersten Mal sah sie den Riss in seiner Fassade. Du erinnerst mich an sie. Deshalb habe ich dich anfangs gemieden. Ich verstehe, flüsterte Lena. Ich glaube nicht, dass du das tust. Er trat näher. Ich weiß nicht, ob ich etwas Neues empfinde. Oder ob ich versuche, etwas Altes zu fühlen. Sie sah ihn an. Spielt das eine Rolle? Er studierte ihr Gesicht. Für mich schon. Er küsste sie nicht. Aber er berührte ihr Handgelenk. Leicht, mit dem Handrücken. Es war intimer als alles andere. Dann trat er zurück. Sei vorsichtig, Lena. Jeder hier will etwas. Am nächsten Morgen rief das Dorf an. Die Nachbarn. Ihr Stiefvater saß im Gefängnis. Er hatte versucht, den Ring ihrer Mutter, das einzige, was ihr wirklich geblieben war, zu verkaufen und war in einen Streit geraten. Komm nicht zurück, sagten sie. Er behauptet, du hast ihn im Stich gelassen. Lena starrte die Wand an. Da war nichts, wohin sie hätte zurückkehren können. In derselben Woche fand der Winterball der Firma statt. Lena hatte nicht vor zu erscheinen, aber Lukas bat sie direkt. »Kommst du, Stöckern?« fragte er. Sie nickte. »Trag etwas Rotes«, fügte er hinzu. »Du wirkst stark in Rot.« Sie fand ein elegantes Secondhand-Kleid. Schlicht. Sie kam spät an, nervös, das Herz hämmerte. Als sie den Gemeindesaal betrat, drehten sich alle Köpfe. Lukas sah sie und lächelte. Zum ersten Mal sah sie ihn wie einen Mann, der lebte, nicht nur überlebte, aber Sophie beobachtete. Und sie lächelte nicht. Später, als Lena draußen frische Luft schnappen wollte, trat ein Mann aus dem Schatten. Lena. Sie erstarrte. Felix. Ihr Ex, der aus dem Club, der ihr einst jedes Wort und jedes Kleidungsstück vorgeschrieben hatte. »Was machst du hier?« flüsterte sie. »Hübscher Ort«, grinste er. »Feines Kleid. Ist der CEO dein neuer Sponsor?« »Geh weg!« »Ich wollte dich nur daran erinnern, wer du wirklich bist.« Er zog etwas aus seiner Jacke. Ein Foto. Noch eins. Sie, betrunken, hinter der Bühne im Club, vor Jahren. »Denkst du, du bist jetzt jemand anderes? Dass es diesen Leuten egal ist?« Ihre Stimme zitterte. »Warum tust du das?« »Weil ich dich gemacht habe. Und jetzt gehörst du jemand anderem? Ich glaube nicht.« Er beugte sich näher. »Wenn du nicht willst, dass dein geliebter Boss das erfährt, tust du, was ich sage? Wieder.« Er steckte ihr das Foto in die Hand und ging. Sie stand wie versteinert. Tränen schimmerten, aber keine viel. Lukas kam Sekunden später heraus. »Alles in Ordnung?« Lena steckte das Foto tief in ihre Tasche. »Ich brauchte nur Luft«, sagte sie. Er sah sie an. »Sicher?« Sie nickte. Aber in ihrer Brust begann ihr Herz erneut zu brechen. Das Foto blieb 3 Tage lang in Lenas Tasche. Sie sah es sich nicht noch einmal an. Sie konnte nicht. Aber sie spürte es, brennend gegen den Stoff. Jedes Mal flüsterndes Schamgefühl, wenn sie nach einem Stift griff. Felix war nicht zurückgekommen. Noch nicht. Aber er musste es auch nicht. Die Angst allein genügte. Sie dachte daran, es Lukas zu sagen. Jedes Mal, wenn er an ihrem Schreibtisch vorbeiging und leise »Guten Morgen« sagte, wollte sie sagen, ich bin nicht die, für die du mich hältst. Aber jedes Mal, wenn sie sein zartes Lächeln sah, selbst wenn es nur kurz war, schwieg sie. Sie war zu nah dran. Zu nah, um jetzt alles zu verlieren. Projekt Hera vibrierte erneut auf ihrem Handy. Neue Variable erkannt, externe Bedrohung für Mission. Soll diese eliminiert werden? Lena starrte. Nein, sie wollte Felix nicht loswerden. Sie wollte ihn überleben. Eine Woche später lud Lukas sie ein, das Familienanwesen auf dem Land zu besuchen. Nur für das Wochenende, sagte er. Sie werden schwierig sein, aber ich hätte dich gerne dabei. Lena zögerte. Warum? Seine Antwort war einfach, weil ich dir vertraue.
Der Zug ins Dorf war ruhig. Frost lag auf den Fenstern. Lena saß neben Lukas in Stille, beobachtete die Welt, wie sie draußen vorbeizog. Er sah müde aus, nicht diese übliche Büromüdigkeit, sondern seelenmüde. Sie wollte seine Hand berühren, einfach um ihm zu zeigen, dass er nicht allein war. Aber sie tat es nicht. Das Haus der Benedikts war wunderschön, kühl wie ein Museum. Die Luft roch nach Geld und Erwartungen. Sophie öffnete die Tür. Natürlich ist sie gekommen, murmelte sie. Ihr Großvater, Herr Benedikt, saß im Rollstuhl, alt, scharf, und beobachtete Lena wie ein Rätsel. Beim Abendessen blieb Lena still, höflich. Sie wagte es nicht zu viel zu sagen, aber Sophie hielt sich nicht zurück. Sie kommt aus einem Dorf, wissen Sie, hat in einer Bar gearbeitet, in einer von diesen Bars. Sophie, warnte Lukas. Tu nicht so, als hättest du das nicht gewusst, fauchte sie. Sie gehört nicht an diesen Tisch. Lenas Hände zitterten unter der Tischdecke. Herr Benedikt hustete. Der Raum wurde still. Sie hat mehr Anstand als du, Sophie, sagte er. Und mehr Würde. Sophie stand auf. Das ist doch lächerlich. Genug, sagte Lukas scharf. Geh, wenn du dich wie ein Kind benimmst. Sophie verließ den Raum. Ihre Absätze klackten über den Marmorboden. Lena blinzelte schnell, hielt die Tränen zurück. Lukas beugte sich zu ihr. Geht's dir gut? Sie nickte. Ich bin es gewohnt, nicht gewollt zu sein. Er hielt inne. Du bist nicht unerwünscht. Nicht hier. Nicht bei mir. In dieser Nacht war die Kälte unerträglich. Das Gästezimmer hatte keine Heizung. Lena saß zusammengerollt auf der Bettkante, die Decke um sich geschlungen, das Handy auf dem Schoß. Sie öffnete das Foto, das Felix hinterlassen hatte. Ihr eigenes Gesicht starrte sie an. Betrunken. Schwach. Verloren. Sie hasste es. Und sie hasste, was es ihr nehmen konnte. Am nächsten Morgen zerbrach alles. Sophie war verschwunden. Das Haus war in Aufruhr. Niemand hatte sie seit dem Abendessen gesehen. Ein Zettel lag in ihrem Zimmer. Nur 2 Worte. Folgt mir nicht. Dann kam der Anruf. Eine Gruppe Männer war auf einem abgelegenen Waldweg gesehen worden. 2 Frauen wurden entführt. Eine passte auf Sophies Beschreibung. Die andere war Lena. Lukas ließ das Telefon fallen. Ich habe dir gesagt, du sollst drinnen bleiben, flüsterte er. Ich bin nur spazieren gegangen, sagte Lena. Das Herz raste. Sie wollten dich, murmelte er. Nicht sie. Es dauerte 4 Stunden, bis man sie fand. Die Männer waren Amateure. Sie verlangten Lösegeld. Oder das behaupteten sie. Als Lukas ankam, reichte man ihm eine Pistole und eine Wahl. Du hast das Geld für eine, sagte der Anführer. Wähle. Sophie war verletzt, gefesselt an einen Pfosten, weinend. Lena war bewusstlos, Blut an ihrer Schläfe. Lukas starrte beide an. Seine Schwester und die Frau, die ihn wieder zum Leben erweckt hatte. Er griff in den Koffer und ging zu Lena. Sie, sagte er. Aber, begann ein Wachmann. Ich sagte, sie. Stunden später wachte Lena auf dem Rücksitz von Lukas Auto auf. Es war dunkel. Ihr Kopf pochte. Ihr Mund schmeckte nach Staub und Blut. Du bist in Sicherheit, flüsterte Lukas. Ich bin hier. Wo ist Sophie? Sie ist in Sicherheit. Man ließ sie später gehen. Lena blinzelte, versuchte sich aufzurichten. Warum hast du mich gewählt? Er antwortete nicht sofort. Dann sagte er etwas, das ihr den Boden unter den Füßen wegzog. Weil ich dich nicht verlieren konnte. Tränen stiegen ihr in die Augen. Noch nie hatte jemand sie gewählt. Nicht einmal, als es zählte. Bis jetzt. Doch im Schatten, hinter ihnen, beobachtete jemand alles. Felix. Und er lächelte. Das Haus war still, als sie zurückkehrten. Lukas hatte Lena selbst ins Haus getragen, jede Hilfe abgelehnt. Er legte sie behutsam auf das Sofa und setzte sich neben sie, wie ein Mann, der sich nicht bewegen wollte, aus Angst, es könne alles nur ein Traum sein.
Du solltest dich ausruhen, flüsterte er. Aber Lena wollte nicht schlafen. Ihr Körper schmerzte, doch ihr Kopf raste. Sophie war auch gerettet worden, aber nicht von ihm. Er hatte Lena gewählt, vor allen, ohne Zögern. Es hätte sich wie ein Sieg anfühlen sollen. Aber alles, was sie fühlte, war Angst. Denn sie hatte ihm nicht alles erzählt. Sophie kam 3 Tage lang nicht nach Hause. Als sie schließlich zurückkehrte, trat sie ins Wohnzimmer, sah Lena an und sagte kein Wort. Sie drehte sich einfach um und ging die Treppe hinauf. Lukas stand am Fenster, der Rücken angespannt. »Sie wird mir nie verzeihen«, sagte er. »Doch«, antwortete Lena leise. »Sie sollte es nicht müssen.« Er drehte sich zu ihr. »Ich habe meine Familie verraten. Für dich.« Lena schluckte schwer. »Du hast niemanden verraten. Du hast mich gerettet.« »Du verstehst das nicht«, sagte er. »Ich bin alles, was sie noch hat.« Lenas Stimme war kaum hörbar. »Und was bin ich für dich?« Er antwortete nicht. Doch der Blick in seinen Augen sagte mehr als jedes Wort. 2 Tage später kehrte Lena ins Büro zurück. Alle starrten. Sie hatten die Schlagzeilen gelesen. CEO riskiert sein Leben, um Assistentin vor Entführern zu retten. Der Flurfunk war ohrenbetäubend. An diesem Nachmittag kam Lukas an ihren Schreibtisch. »Komm mit!« Sie sprachen nicht im Aufzug. Aber als sich die Türen zur Dachterrasse öffneten, drehte er sich zu ihr. »Es ist mir egal, was die Leute sagen. Mir ist nur wichtig, was ich für dich empfinde.« Sie versuchte zu atmen, aber es fühlte sich an, als wäre die Luft zu dicht geworden. »Ich empfinde auch etwas für dich«, sagte sie. Er trat näher. Und zum ersten Mal küsste er sie. Es war sanft, vorsichtig, voller unausgesprochener Entschuldigungen. Lena wich nicht zurück, aber in ihrem Inneren drehte sich das schlechte Gewissen wie ein Messer. Denn sie hatte das Foto nicht gelöscht. Und sie hatte ihm nichts von Felix erzählt. Sie wollte es ihm an diesem Abend sagen. Doch Lukas wurde wegen einer Firmenkrise weggerufen. Er drückte ihr seinen Ersatzschlüssel in die Hand. »Warte in meiner Wohnung, ich bin bald zurück.« Lena nickte. Die Wohnung war ruhig, minimalistisch, elegant. Sie saß auf der Bettkante, starrte auf ihr Handy. Das System vibrierte erneut. Missionsfortschritt 90%. Zeit bis zur Abreise 48 Stunden. Sie erstarrte. Abreise? Was bedeutete das? In dieser Nacht, als Lena ihr Haar bürstete, klingelte es an der Tür. Ohne nachzudenken öffnete sie. Und da stand er. Felix. Er drängte sich herein, bevor sie schreien konnte. »Schöne Wohnung«, sagte er, schlenderte durchs Zimmer. »So lebt also die feine Gesellschaft.« »Raus hier.« »Noch nicht, ich habe ein Geschenk mitgebracht.« Er zog einen USB-Stick aus seiner Jacke. »Ich habe das Foto kopiert und noch ein paar andere. Denkst du, ich hätte keine Sicherungen gemacht?« Lenas Gesicht wurde bleich. »Was willst du?« »Dass du ihn verlässt. Verschwinde. Oder das geht an die Presse.« Sie sagte nichts. Starrte ihn nur an. Dann packte er ihr Handgelenk. »Ich habe dich gemacht, Lena, und ich kann dich wieder zerstören.« Da flog die Tür auf. Lukas stand im Türrahmen. Sein Blick fiel auf Felix, dann auf Lena, dann auf Felix' Hand an ihrem Arm. Er schrie nicht. Er blinzelte nicht. Er ging einfach zu Felix, packte ihn am Kragen und warf ihn gegen die Wand. »Wenn du sie noch einmal anfasst, schwöre ich dir...« Felix lachte. »Willst du sie wirklich beschützen? Willst du wissen, wer dein Engel wirklich ist?« Er warf den USB-Stick vor Lukas Füße. »Viel Spaß mit der Show.« Dann ging er. Lukas sagte kein Wort. Er hob den Stick auf. Drehte sich zu Lena. »Stimmt das?« fragte er. Sie antwortete nicht. »Sag es mir, Lena.« »Ich wollte es dir sagen«, sagte sie. »Ich hatte vor. Aber du hast es nicht.« »Ich hatte Angst, alles zu verlieren.« »Du hast es schon verloren«, flüsterte er. Sie trat auf ihn zu. »Bitte, du kennst mich doch.« Er wich zurück.
Ich weiß gar nichts mehr. Er ging. Und diesmal sah er sich nicht um. Lena rannte ihm nicht hinterher. Die Tür schloss sich so leise hinter Lukas, dass es sich anfühlte wie das letzte Blatt eines Buches. Kein Drama, kein Geschrei, nur Stille. Und als sich die Stille setzte, war sie schlimmer als jedes Geräusch. Sie sank zu Boden. Der USB-Stick lag noch dort, wo Felix ihn geworfen hatte. Er funkelte im schwachen Licht wie etwas Böses, wie eine geladene Waffe, die sie selbst vergessen hatte zu verstecken. Sie wollte schreien, aber zuerst kamen die Tränen. Er hatte sie angesehen, als wäre sie eine Fremde. Nach allem. Nach der Rettung, nach den Spaziergängen, nach dem Kuss. Nach all den Momenten, in denen sie geglaubt hatte, dass sie vielleicht, nur vielleicht etwas bedeutete. Alles zerbrach in Sekunden, wegen einer Wahrheit, die sie zu lange verschwiegen hatte. Projekt Hera vibrierte erneut. Mission abgeschlossen. Fortschritt 100%. Letzte Aktion verfügbar, Rückkehr. Sie starrte auf den Bildschirm. Eine kleine leuchtende Nachricht. Rückkehr wohin? In ihre leere Wohnung? Zu ihrem alten Leben? Zu den Zugfahrten, bei denen niemand sie je beachtet hatte? War das alles nur eine Simulation? Ein Test? Oder war es echt gewesen? Sie ging ohne Mantel nach draußen. Kalte Luft biss in ihre Wangen. Es war ihr egal. Sie wanderte durch das Geschäftsviertel vorbei an den Cafés, an denen sie einst mit Lukas vorbeigegangen war, an der Bank, auf der er einmal auf sie gewartet hatte, als sie zu spät war. Alles stand noch. Nur sie nicht. Am nächsten Morgen packte sie ihre Sachen im Büro. Sophie sah ihr durch die Glastür zu, sagte aber nichts. Einige Kollegen verabschiedeten sich, die meisten nicht. Lena nahm es niemandem übel. Sie hatte zu viele Grenzen überschritten, war in eine Welt eingedrungen, die nie für sie bestimmt gewesen war. Am Empfang reichte ihr der Sicherheitsmann einen Umschlag. »Von ihm«, sagte er leise. Darin ein einzelner Schlüssel, kein Zettel. Der Ersatzschlüssel zu seiner Wohnung. Er hatte das Schloss nicht ausgetauscht. Warum? Sie hielt ihn fest. Vielleicht war es noch nicht vorbei. Am Abend ging sie ein letztes Mal zu seiner Wohnung. Sie stand lange vor der Tür. Ihre Hand zitterte, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte. Doch er drehte sich reibungslos. Drinnen war alles dunkel. Dann sah sie das Licht unter der Tür zu seinem Arbeitszimmer. Er war daheim. Sie wollte sich umdrehen. Aber etwas in ihr sagte, geh weiter, auch wenn es weh tut. Sie klopfte einmal. Leise. Keine Antwort. Sie öffnete die Tür. Lukas saß am Schreibtisch, starrte auf den Bildschirm. Er sah nicht auf. Ich hätte nicht kommen sollen, flüsterte sie. Er sagte nichts. Aber ich musste, damit du weißt, dass ich nicht hierher kam, um dich zu täuschen. Noch immer kein Wort. Ich kam, weil ich glauben wollte, dass mich jemand lieben kann. Und weil ich nicht mehr in einer Welt leben wollte, in der ich immer die bin, die übrig bleibt. Er sah sie an. Müde Augen. Gebrochenes Herz. Ich war nicht nur deine Mission, oder? Fragte er. Nein, sagte sie und trat näher. Du warst mein Grund. Er schloss die Augen. Und für einen Moment standen sie einfach da, in all dem Schmerz, in all der Wahrheit. Dann griff Lukas in die Schublade und zog ein Foto heraus. Sie. Nicht das aus dem Club. Ein anderes, das er, wie er sagte, aus Versehen gemacht hatte, auf dem Dach, als sie nicht hinsah. Ihr Haar wehte im Wind. Ein halbes Lächeln. Ich wollte es löschen, sagte er. Aber ich konnte nicht. Lenas Brust zog sich zusammen. Ich vermisse dich, flüsterte er. Ich bin doch hier. Er stand langsam auf, als ob jeder Schritt eine Frage war. Sie antwortete, indem sie zuerst die Hand ausstreckte. Später an diesem Abend lagen sie auf dem Sofa. Keine Worte mehr, nur Atem zwischen ihnen. Da vibrierte das System ein letztes Mal. Zeit bis zur Rückkehr. 2 Minuten.
Rückführung bestätigen? Sie sah Lukas an, schlafend neben ihr. Er hatte ihr verziehen. Sie gewählt. Und jetzt hatte sie die Wahl. Gehen oder bleiben? Der Bildschirm flackerte. Rückführung bestätigen? Lena starrte. Dann drückte sie Ablehnen. Das System fror ein. Dann verschwand es. Weg. Für immer. Lena lächelte im Dunkeln. Nicht, weil der Schmerz vorbei war, sondern weil die Zukunft endlich ihr gehörte. Ein Wort, das alles über Lena sagt. Welches wäre es für dich? Schreib's in die Kommentare und vergiss nicht, das Video zu liken und zu abonnieren.